Herzlich willkommen zum allerersten Video bei Perfect Green im Jahr 2023. Der Frühling naht, doch leider können wir noch nichts machen. Es liegt noch Schnee, aber heute erfahrt ihr, was wir dieses Jahr alles vorhaben. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, der Frühling steht vor der Tür. Es sieht zwar nicht so danach aus, aber wir haben Ende Februar und wir hatten schon eine richtig gute Warmfront. Ich habe auch schon minimal Dünger ausgebracht, aber jetzt kam halt der Schnee zurück. Dem Dünger ist es egal, dem Rasen ist es auch egal. Aber ich kann euch nur raten, schaut danach, es geht jetzt voll ruckzuck. Wir haben jetzt bald März, morgen, übermorgen ist März und dann geht es eigentlich schon wieder los. Deswegen haltet euch bereit, auch was den Frühjahrsdünger angeht. Und wir empfehlen ja da nach wie vor ganz klar die Firma Eurogreen. Und da werden wir auch immer gefragt, ja, der Spring ist gar nicht verfügbar. Doch, der ist verfügbar. Und zwar als Mini-Granulierung. Da wird sich auch was ändern bei der Firma Eurogreen, zumindest dieses Jahr. Weil die Elite-Granulierung, die wird es dieses Jahr nicht geben. Aber ich hätte gesagt, da gehen wir in einem anderen Video drauf ein. Wie gesagt, der Spring Mini ist verfügbar. Und jetzt schauen wir uns einfach mal, ich hätte gesagt, meinen Rasen an. Man sieht aber leider nicht viel außer Schnee. Aber viel wichtiger ist doch, was haben wir vor? Was werden wir dieses Jahr tun? Was wird euch erwarten? Und ich kann jetzt schon sagen, es wird richtig cool. Der Videodrehtag heute war fest eingeplant. Was nicht eingeplant war, war der Schnee. Ich wollte euch eigentlich meinen Rasen zeigen, wie gut der Rasen es über den Winter geschafft hat. Wie gesagt, wir haben jetzt fast März und ich muss echt sagen, er sieht wirklich schön aus. Das passt soweit. Wir haben hier natürlich vereinzelt mal ein paar braune Spitzen, das ist völlig normal, das ist typisch Supina. Sie hat ja eine sehr schlechte Winterfarbe und Winteraspekt ist nicht gut bei Supina, aber er sieht wirklich ganz gut aus. Was ich euch zeigen wollte, ist eigentlich hauptsächlich die Fläche vom Loopy Green. Die Fläche vom Loopy Green ist fantastisch gut über den Winter gekommen und ich merke eigentlich gar keinen Unterschied. Optisch zumindest sieht man keinen Unterschied, auch wenn man mal das Gras genauer anschaut. Da sieht man wirklich absolut keinen Unterschied. Aber wie gesagt, leider hat der Schnee heute alles vermasselt heute Nacht, aber ihr seht es ja dann bestimmt auch im nächsten Video. Aufgrund dessen, dass der Loopy Green wirklich so erfolgreich war, die ganze Saison, haben wir auch gedacht und gesagt, wir machen einfach einen Loopy Green Pflegeplan. Moment kurz, Alex, dein Einsatz. So. Und zwar haben wir einen Loopy Green Pflegeplan weiterentwickelt, beziehungsweise wir haben unsere Pflegepläne generell nochmals überarbeitet. Die Pflegemaßnahmen und auch die Düngergaben ist alles gleich geblieben. Es dreht sich lediglich darum, wir haben einen, wie gesagt, Loopy Green, somit haben wir einen sehr nachhaltigen Pflegeplan und wir haben auch den Supina Pflegeplan nochmals überarbeitet. Da gibt es nur noch einen und somit ist ein guter Mix zwischen Professional und High-End. Was viel interessanter ist, ist das Thema Saatgut. Wir haben jetzt insgesamt 4 Seiten und eine Seite komplett ist mit Saatgut-Empfehlungen drin, auch mit einer Tabelle, damit ihr genau alles gleich im Überblick habt. Und auf der letzten Seite sind dann auch noch ein paar wichtige Hinweise und auch ein Hauptthema, wo wir jetzt endlich drauf kommen, ist, wir haben einen neuen Partner und zwar Mähroboterwelt.de. Und wie es der Name schon vermuten lässt, ist das auch unser großes Thema dieses Jahr 2023. Wir werden mehr auf die Mähroboter eingehen. Ja, zum Thema Mähroboter. Auch auf meiner Fläche wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wieder ein Mähroboter installiert und möglich macht das Ganze Mähroboterwelt.de. Der eine oder andere würde jetzt sagen, wer ist das? Kenne ich nicht. So geht es mir auch, beziehungsweise so geht es jedem, weil die Firma Mähroboterwelt, der Online-Shop Mähroboterwelt, der ist jetzt erst online. Aber die Firma selbst, die gibt es schon seit etlichen Jahren. Die machen Mähroboter-Installation, Beratung vor Ort und auch, ja, ich sag mal, weitläufig, Umkreis von 100, 150 Kilometer. Und die machen jetzt einen großen Online-Shop. Es geht jetzt ans Netz.
Und die werden alles rund um Mähroboter von Zubehör und auch verschiedene Hersteller mit aufnehmen und auch vertreiben. Und die haben uns angesprochen und gefragt, ob wir sie einfach unterstützen wollen, beziehungsweise ob die uns unterstützen dürfen und uns verschiedene Mähroboter zur Verfügung zu stellen. Da haben wir natürlich gesagt, geil, machen wir. Weil wir haben ja auch letztes Jahr unsere Mähroboter-Testfläche angelegt, die übrigens richtig gut aussieht. Da haben wir auch verschiedene Grassorten mal drin und somit können auch wir ein richtig gutes Feedback bringen und können euch da auf dem Laufenden halten. Ja, Thema Mähroboter, da wird sich einiges tun. Die Mähroboter, die bekommen jetzt erst richtig einen Technologieschub. Finde ich echt cool. Ihr kennt ja wahrscheinlich noch die Mähroboter wie Husqvarna, hatte ich ja auch einen mit überall Kabel. Das ist jetzt endgültig vorbei. Wir werden jetzt starten mit 3 Mähroboter. Zu 2 darf ich leider noch nichts sagen, aber alle 3 werden auf jeden Fall in geraden Bahnen per GPS fahren. Die brauchen kein Kabel mehr. Und der ein oder andere hat dann so ein cooles Feature mit mehreren Mähzonen, wo man auch die Schnitthöhe unterschiedlich einstellen kann. Hier vielleicht auf 30 mm, hier auf 40. Total genial. Und auch die Mähroboter sind natürlich App-gesteuert und sind vor allem auch preislich echt interessant. Zumindest einen, über den ich auch schon was sagen darf. Das wird der Navimo von Segway. Das wird auch einer der ersten Mähroboter sein, den wir hier testen, und der wird uns auch von mähroboterwelt.de zur Verfügung gestellt. Ja, würde ich einfach sagen, abonniert den Kanal oder bleibt dran, dann seht ihr den Mähroboter, was der kann, was er nicht kann, und ich kann euch jetzt schon sagen, er kann richtig viel. Wenn es euch vorher interessiert und ihr es nicht abwarten könnt, dann schaut einfach unten in die Videobeschreibung, da verlinken wir euch mal den Robi. Und dann könnt ihr euch anschauen und den könnt ihr auch schon bestellen, und der ist preislich echt richtig interessant. Ja, wir werden dann natürlich nicht nur Mähroboter testen, sonst das wäre ja zu eintönig. Wir werden natürlich auch neue Produkte testen. Kann ich jetzt schon mal etwas anteasern. Die Firma Rasenspecht, die wird auch was Neues auf den Markt bringen. Da werden wir das Ganze natürlich auch vorstellen und testen. Und wir haben auch vor, das ein oder andere Produkt nochmal von der Firma Ego zu testen. Da werden wir dann auch unterstützt von der Firma Wassenberg. Wassenberg kennt ihr ja von Ellet. Die sind jetzt auch offizieller Ego-Partner, und da werden wir das Ganze dann auch testen, beziehungsweise ja, werden wir auch Sichelmäher testen von Ego oder vielleicht auch mal einen Laubbläser, sonst irgendwas. Schauen wir mal, was da alles so rüberkommt, und vielleicht haben die ja auch Neuheiten, und wenn es so weitergeht, werden wir vielleicht auch eine Schneefräse testen von der Firma Ego, aber ich denke mal, wir bleiben eher im Rasenbereich. Ja, ansonsten, ich würde sagen, ich habe keine passendes Schuhwerk an. Mir wird es kalt. Wir haben heute -2 Grad, auch wenn es nicht so danach aussieht. Wir werden jetzt so langsam wieder starten. Wie gesagt, das ist unser erstes Video. Wir werden so langsam wieder starten. Ich weiß nicht, ob schon nächste Woche schon ein Video kommt. Spätestens so 2, 3 Wochen. Dann geht es jetzt richtig los. Von dem her würde ich einfach sagen, bleibt dran. Macht's gut, ich freue mich, bis zum nächsten Mal, und wenn Fragen sind, wie immer in den Kommentaren. Ciao.